Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem neuen Sicherheitstechnik-Kanal der Firma Bernstein. Ich bin der Sascha und ich bin hier als Produktmanager bei der Firma Bernstein tätig und ich möchte dir hier auf diesem Kanal das Thema Sicherheitstechnik ein Stück weit näher bringen. Aber was genau heißt Sicherheitstechnik? Was muss denn besonders sicher sein? Was muss besonders geschützt werden? Nun, wenn wir bei Bernstein über diese Thematik reden, dann meinen wir die Sicherheit von Maschinen und Anlagen. Und dann sind wir im Bereich der sogenannten funktionalen Sicherheit. Und in der funktionalen Sicherheit geht es eben darum, dass sowohl das Produktionsgut einer Maschine als auch die Menschen, die mit dieser Maschine eben arbeiten, vor möglichen Gefahren geschützt werden. Und genau über dieses Thema möchte ich mit dir hier sprechen auf diesem Kanal. Funktionale Sicherheit, was heißt das? Ich möchte dir sämtliche Inhalte dieser Thematik von ganz unten bis ganz oben erklären. Wir werden also ganz easy anfangen mit Begriffserklärungen. Ich werde dir erklären, was ein Performance-Level zum Beispiel ist, was ein Seal-Level ist, wo der Unterschied ist, wann nehme ich das eine, wann das andere. Was ist ein BCD-Wert, was ist ein MTTF-Wert, was ist eine Fehlermaskierung und all diese Dinge werden wir hier Step by Step, Video für Video erklären, damit es eben jeder versteht und jeder aufnehmen kann. Man muss sich bei dieser Thematik der funktionalen Sicherheit ein Stück weit fokussieren. Warum? Weil dieser Bereich halt riesig groß ist. Und wir bei Bernstein haben uns auf den Bereich der Türen, Hauben und Klappen spezialisiert. Das heißt, wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass wir jegliche Zugänge einer Maschine eben sicher gestalten. Und auch die ganzen Definitionen und Erklärungen auf diesem Video werden sich so ein Stück weit mit so einem leichten Fokus auf eben diese Türen, Hauben und Klappen richten. Allerdings werden wir natürlich auch mal hier und da den Blick schweifen lassen, um dir halt einen vollumfänglichen Einblick über diese Thematik eben zu geben. Ja, warum macht Bernstein jetzt so einen Sicherheitstechnik-Kanal? Das hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen sind wir selber seit über 70 Jahren in diesem Bereich tätig, haben also ein riesiges Know-how, haben ein riesiges Wissen, was wir einfach teilen wollen. Ja, weil in der Sicherheitstechnik geht es am Ende sehr oft um Verletzungen, womöglich auch um den Tod. Und deswegen kann man über diese Thematik eigentlich gar nicht oft genug reden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, dass wir neues Wissen generieren möchten. Das heißt, wir möchten eine Plattform bieten, wo du dich ganz unbeschwert und kostenlos vor allen Dingen über diese Thematik eben austauschen kannst mit uns und später hoffentlich auch mit anderen Leuten. Denn auch in der Sicherheitstechnik oder in der funktionalen Sicherheit gibt es immer mehrere Wege, die nach Rom führen, die zum Ziel führen. Da gibt es nicht immer nur schwarz-weiß, sondern auch einen sehr großen Graubereich, über den man auch immer sehr gut und lange diskutieren kann. Das sind so die Gründe dieses Kanals. Ja, und wir machen das Ganze einmal im Monat. Das heißt, ungefähr alle 4 Wochen plus minus ein paar Tage werden wir ein neues sicherheitstechnisches Thema eben hochladen. Am Anfang werden wir diese Inhalte selber definieren. Warum sage ich am Anfang? Weil wir nachher, wenn wir hoffentlich mehr Abonnenten bekommen, wenn wir mehr Kommentare bekommen, dann werden wir diese Kommentare von dir zum Beispiel eben aufgreifen und werden daraus dann eben auch neue Videos machen mit den Problemen oder Fragen, die du dann eben hast. Und dann bekommst du von uns eine Antwort mindestens, aber eben auch von allen anderen Leuten, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und die diese Thematiken eben auch beschreiben hier auf dieser Plattform. Ja, ich möchte gar nicht weiter quasseln. Das war so ein bisschen so ein Einführungsvideo zu diesem Kanal. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das, was der Sascha da erzählt, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, das könnte mir weiterhelfen in der nächsten Zeit, dann wäre es total cool, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, wenn du auch zum Beispiel ein Like da lässt und vielleicht dann noch an die Glocke haust, die rechts unten unter dem Video ist, weil dann bekommst du jedes Mal, wenn wir ein neues Video hochladen, eine kostenlose Info und kannst dir den Kram direkt reinziehen. Und ich möchte mich erstmal bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Video und ich wünsche dir und deiner Familie erstmal ein paar schöne Weihnachtsfeiertage, ein paar erholsame Tage und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und würde einfach sagen, dass wir uns im neuen Jahr wieder treffen zu einem neuen sicherheitstechnischen Thema voller Elan. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und bis dann. Ciao.